Ein aggressiv fahrendes Fahrzeug geriet ins Visier der Polizei von Wisconsin. Der Verdächtige fuhr gefährlich dicht auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Der Polizeibeamte nahm kurz darauf die Verfolgung auf. Do you have the 28? Do you have the 20? Do you have the 28? Because I can't see its plate's too dirty. Nachdem er die Polizeisirene gehört hatte, trat der Fahrer noch stärker aufs Gaspedal und ging bis an die Grenzen dieses alten Fahrzeugs. Die gefährliche Fahrt wurde immer heftiger. Der Fahrer fuhr an den an der roten Ampel wartenden Fahrzeugen vorbei, ohne auch nur einmal zu bremsen und handelte völlig unüberlegt. Dass die Kreuzung zu diesem Zeitpunkt frei war, verhinderte einen möglichen Unfall. Right now. Continuing westbound 165 from Beach. These are 70. I'm going to be sure to see Clear Street. 496 north for King. 496 north for King. Als der Fahrer unzulässig an einem LKW vorbeifuhr, verlor er die Kontrolle und prallte gegen die Leitplanke. Dabei platzte sein Reifen. Doch statt anzuhalten, entschied er sich für die Flucht. I-94 northbound on ramp 165. These are 70. Northbound interstate. Der Reifen war vollständig zerfetzt und das Fahrzeug rollte auf der Felge weiter. Trotzdem gelang es dem Fahrer, sich der Polizeisperre zu entziehen.
Manchmal erhalten wir Kommentare wie diese zu unseren Videos. Muss man bei einem einfachen Geschwindigkeitsverstoß wirklich so rücksichtslos vorgehen? Oder kümmert sich die Polizei nicht um die Sicherheit des flüchtenden Fahrers? Bei vielen Verfolgungsjagden haben wir festgestellt, dass die Fahrer betrunken oder unter dem Einfluss verbotener Substanzen standen. Oder das Fahrzeug ist gestohlen oder der Fahrer hat jemandem Schaden zugefügt. Oder er ist Mitglied oder Anführer eines großen kriminellen Netzwerks. Deshalb ermöglicht die Nichtbefolgung einer einfachen Anweisung zum Anhalten tatsächlich die Identifizierung eines Straftäters. Die Gewährleistung der Sicherheit von Hunderten von Zivilisten im Straßenverkehr und auf den Straßen ist die wichtigste Aufgabe der Sicherheitskräfte. What do you want to do? Terminate or keep on going? About to lose a tire, we can go in. Yeah, it's sparked in. Looks like the vehicle's going to be disabled shortly here. Wenn Sie bis hierher zugeschaut haben und Ihnen das Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, sich anzumelden. Wir sind jede Woche mit 2 neuen Videos und detaillierten Polizeiberichten für Sie da. Our suspect's about to lose his tire. He's on a run now. We'll probably end up doing a high risk. Any help would be appreciated. Copy, high risk. There are 2 deputies following you guys right now. Good copy, thank you. No, Agent 347, you're both good with this. Hey, Behind you guys. We're on 41. You have 2 deputies that are coming. we're at 30 miles an hour. No traffic. Der Fahrer, dessen Geschwindigkeit aufgrund der geplatzten Reifen stark nachgelassen hatte, befand sich zwischen 3 Polizeifahrzeugen. Schließlich verlor er die Kontrolle vollständig und stürzte in den Straßengraben am Straßenrand. Der Verdächtige stieg aus dem Fahrzeug und rannte davon, wodurch die Polizei ihn lange Zeit verfolgen musste. Es wurde festgestellt, dass sich verbotene Substanzen im Fahrzeug befanden und der Fahrer unter deren Einfluss stand. Kurz darauf wurde er mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt und wegen zahlreicher schwerer Straftaten festgenommen. 2 Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren ergriffen mit dem gestohlenen Fahrzeug die Flucht. Ein Polizeibeamter, der dies bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle bemerkte, wollte sie anhalten. Der 14-jährige Fahrer trat aufs Gaspedal, lud sich damit jedoch ein böses Ende ein. Going right to the light, back on 94 northbound. It's going to be a black Kia, license plate Edward Victor Sarah 93, occupied by 1. Lieutenant, copy? It's a stolen vehicle. Diese jugendlichen Fahrer ohne Führerschein, die Teil des in Amerika weit verbreiteten Trends des Autodiebstahls sind, sorgten für Chaos im Straßenverkehr. Der Fahrer, der mit seinem großen SUV anderen Verkehrsteilnehmern Schwierigkeiten bereitete, fuhr auch an Kreuzungen und Ampeln gefährlich über die Straße.
Approach at 49, look like he's gonna take a 48 exit route. Yeah, it took some money, he's still arrested. I'm not 10-4. We're letting the locals know right now. 656. Oh, then he crashed. He did. Der Fahrer, der mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve fahren wollte, verlor aufgrund der kalten und rutschigen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er riss die Leitungen auf der Brücke ab und stürzte von der Brücke hinunter. Diese Flucht wurde Sekunde für Sekunde von der Dashcam des Polizeifahrzeugs aufgezeichnet. Doch die Polizei konnte nichts dagegen tun. Driver's running, black hoodie, dark jeans, passenger, tan shorts, black hoodie. Are they running? Okay, so I'm coming up on 49 now. Where are they going? Nach dem Unfall gelang es den Verdächtigen, aus dem Fahrzeug zu entkommen, dessen Airbags sich alle ausgelöst hatten, und sie ergriffen die Flucht. Sie wurden über Überwachungskameras verfolgt und kurz darauf in einer Seitenstraße gefasst. Da das gestohlene Fahrzeug nun ein Totalschaden ist, steht den Jugendlichen und ihren Familien ein sehr schwieriger Rechtsstreit bevor. Die Familien müssen sich mit möglichen Schadensersatzansprüchen der Gegenpartei wegen Körperverletzung und komplexen Versicherungsansprüchen auseinandersetzen und werden gezwungen sein, mit solider juristischer Vertretung und Verteidigung um den Schutz ihres Vermögens zu kämpfen. Als die Verdächtigen mit einem gestohlenen Kia Sportage auf Stadtrundfahrt an einer Tankstelle hielten, wussten sie nicht, was sie tun sollten, als sie der Polizei gegenüberstanden. Der Fahrer trat sofort aufs Gaspedal und raste panisch durch die Straßen der Stadt. Speeds are 60, no traffic. 566. It's a white Sportage, northbound on Harding, eastbound on Locust. They were at a gas station, jumped in the car, took off, and they saw me. Southbound 64. It's a white Kia Sportage, has a window busted out, suspected being stolen. Vehicle is stolen out of Milwaukee. Data theft is 10-12. Speeds are 40 miles per hour, eastbound Chambers. Northbound 61. Speeds are 20. Die Heckscheibe des Fahrzeugs war zerbrochen, wodurch die Polizei auf das Auto aufmerksam wurde. Diese gefährliche Verfolgungsjagd, bei der die Geschwindigkeit auf den innerstädtischen Straßen bis auf 96 km pro Stunde stieg, artete durch das Überfahren roter Ampeln und das Fahren auf der Gegenfahrbahn in völliges Chaos aus. 64 in Gerard going northbound on 64. Westbound in an alley. Again, stolen white Kia Sportage, occupied at least 3 or 4 times. Now northbound through Chambers at 65. Through Moltke, coming up through Burleigh, eastbound on Burleigh. Southbound Appleton from Burleigh. Ähnlich wie bei den Fällen von organisierten Autodiebstählen, die in letzter Zeit in Nordrhein-Westfalen zugenommen haben und von der deutschen Polizei streng überwacht werden, ist weltweit ein Anstieg der Autodiebstähle zu verzeichnen. Es ist bemerkenswert, dass Fahrzeuge trotz des enormen technologischen Fortschritts auf diese Weise gestohlen werden. Southbound 60th, continuing through Appleton, in the wrong lane, about to correct himself, stand by. Eastbound Hadley, almost crashed.
southbound Appleton. Speeds are 40. Light to medium traffic, no pedestrians. He's slowing for the red at center. He went through the red at center. Coming up to the Lisbon merge. Looks like he's going to go east on Lisbon. Speeds are 60. Medium traffic, light pedestrians. Northbound 55 from Lisbon. Right on him. He's going to go northbound on 54. Up to Clark, eastbound Clark from 54. I'm right on him, 30 miles per hour. He's slowing for the stop. 53, continuing eastbound. Northbound. I'm right on him, 30 miles per hour. Coming back up to center. Going eastbound center. Trotz des zunehmenden Verkehrsaufkommens in den engen Gassen reduzierte der Fahrer seine Geschwindigkeit nicht. Er fuhr mit abrupten Manövern um Kurven, kam anderen Fahrzeugen gefährlich nahe und hielt an den Ampeln nicht an. Eastbound Burleigh. I'm right on him, 30 miles per hour. Speed's picking up. Light to medium traffic, no pedestrians. Northbound 49 from Burleigh. We're in a parking lot. He's going to come back around northbound. That's with 667. Coming up to hour. He's going to go east on hour from 49. I'm right on him, 30 miles per hour, continuing eastbound, 048. Disregard the stop at 47. Pick it up some speed, disregard the stop at 45. Bail, 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 bail at Sherman. Car's still going. I got the... 4 Verdächtige sprangen aus dem fahrenden Fahrzeug. Das Fahrzeug rollte von selbst weiter, prallte gegen einen Pfosten und ein anderes Fahrzeug und kam zum Stehen. Die flüchtenden Verdächtigen konnten kurz darauf gefasst werden. Ich hatte einfach Angst, wusste nicht, was ich tun sollte. Mit dieser Verteidigung verwandelte der Verdächtige die Autobahn regelrecht in eine Rennstrecke. Die Aufnahmen der Dashcam zeigen ganz klar, dass es sich nicht um eine so harmlose Flucht handelte. Die Florida Highway Patrol wollte einen Audi anhalten, der verdächtige Manöver zeigte. Anstatt anzuhalten, gab der Fahrer Vollgas und löste damit eine Verfolgungsjagd aus, die einem Filmset in nichts nachstand. Die Leistung und die Straßenlage des Audis machten den Polizisten das Leben schwer. I'll get on the okay. You took the exit and then you get right back on westbound. Get right back on westbound. Yeah, have you come down me? You don't have a passenger here, but... Let's get him out here on the service house security. Let's take this right here. There's my gun.
Die Geschwindigkeit der Verfolgungsjagd durch die Polizei stieg stellenweise auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde. Dem Fahrer gelang es lange Zeit, der Verfolgung zu entkommen. Während dieser Zeit verstieß er gegen zahlreiche Verkehrsregeln. Er verließ die Autobahn, fuhr auf unbefestigte Straßen und kehrte von dort aus mit Kehrtwenden wieder auf die Gegenfahrbahn zurück. Er schlängelte sich im Zickzack zwischen den Fahrzeugen hindurch. Der Fahrer, der eine Zeit lang aus dem Blickfeld geraten war, wurde durch die Verfolgung eines Polizeihubschraubers wieder gesichtet. Diese intensive Verfolgung durch die amerikanische Polizei macht deutlich, wie gering die Chancen für Straftäter sind, zu entkommen. In vielen Ländern, darunter auch Deutschland, wird dies nicht so streng gehandhabt. Der Fahrer schockierte alle, als er auf die Gegenfahrbahn wechselte und auf die Autos und LKW zuraste, um der Polizei zu entkommen. Als es fast zu einem Frontalzusammenstoß mit einem LKW kam, wich der LKW-Fahrer im letzten Moment aus. Okay, he's getting turned around now. So the trooper, there you go. That's him turning around. That's him that just turned around right there. So he's southbound 29, southbound 29. All right, and he just made another U-turn in front of the deputy there. Now he's back northbound 29, northbound 29. We're making it to Der Fahrer, der auf der stark befahrenen Autobahn zweimal eine Kehrtwende machte, um der Polizei zu entkommen, hat es sich in den Kopf gesetzt, alle Regeln zu missachten. Der Fahrer, der bewusst zunächst seine Geschwindigkeit drosselte, versuchte, die Polizei von der Straße zu drängen, indem er einen Brake-Check durchführte, als diese sich ihm näherte. Die Ausrede, die der Fahrer nach seiner Festnahme vorbrachte, war nun überhaupt nicht mehr glaubwürdig. Dass ein Verdächtiger, der die Ausrede „Ich weiß nicht, ich hatte Angst" vorbrachte, versuchte, das Polizeifahrzeug von der Straße zu drängen, war natürlich wenig glaubwürdig. Nachdem der Fahrer auf eine schmale Straße abgebogen war, gab er hier Gas und vergrößerte den Abstand zur Polizei.
Mit dem leistungsstarken Audi war das möglich. Man darf jedoch nicht vergessen, dass ihm ein Polizeihubschrauber auf den Fersen war. Der Polizeibeamte, der ihm folgte, verfolgte das Fahrzeug eine Zeit lang aus der Ferne. Bitte teilen Sie uns in den Kommentaren mit, woher Sie uns verfolgen. Wenn Sie Meinungen oder Vorschläge zu unseren Videos und unserem Kanal haben, können Sie uns gerne schreiben. Wir nehmen Ihre Meinungen ernst und berücksichtigen sie bei der Erstellung neuer Videos. Nach der langen Verfolgungsjagd ist der Stress des Fahrers gestiegen und seine Aufmerksamkeit nachgelassen. Die Polizisten halten den Druck aufrecht, damit er einen Fehler macht. Andernfalls scheint es kaum möglich, ihn einzuholen und anzuhalten. Der Polizist änderte seine Taktik, näherte sich dem Fahrzeug an einer Stelle, an der der Verkehr nachließ, und schaffte es mit dem berühmten und gnadenlosen PIT-Manöver, das Fahrzeug von der Straße zu drängen. Der junge Mann, der aus dem sich überschlagenen Fahrzeug geborgen wurde und sich wegen einer Rückenverletzung krümmte, konnte auf die Frage der Beamten: „Warum bist du ohne Grund geflohen?" nur antworten: „Ich weiß es nicht. Ich hatte Angst." Der wegen zahlreicher schwerer Straftaten festgenommene Fahrer wird nicht nur ins Gefängnis kommen, sondern sich auch wegen der Schäden an öffentlichem Eigentum mit enormen Versicherungsansprüchen und möglichen Schadensersatzforderungen wegen Körperverletzung konfrontiert sehen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, um weitere Videos zu sehen.